Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Rezeptvideo. Heute gibt es Gemüsepuffer und ich mache sie auch zum ersten Mal auch vegan heute. Ich habe es vorher noch nicht ausprobiert. Normalerweise habe ich die immer mit Ei gemacht. Aber ja, ich will sie heute vegan machen und wir machen es gemeinsam. Ich denke, das sollte klappen, auch ohne Eier. Und ich zeige euch einmal die Zutaten, die ich jetzt alle verwenden werde. Für die Gemüsepuffer brauchen wir einmal Zucchini. Ihr könnt grüne nehmen oder gelbe oder beides. Ich habe jetzt beides da. Dann Karotten. Ich werde Lauch noch verwenden. Ihr könnt aber auch alternativ eine Zwiebel dann später mit reiben. Dann Kartoffeln. Leinsamen werde ich ein paar mit reintun. Einfach noch, um das Ganze noch gesünder und nahrhafter zu machen. Und ich glaube auch Leinsamen sind auch noch mal so ein bisschen dienen zur Bindung oder Eiersatz. Soweit ich weiß nicht, ich hau die einfach immer gerne überall rein. Dann Knoblauch, ganz wichtig, Salz, Pfeffer und ich werde noch Dill und Petersilie mit reingeben. Und dann das Ganze binden einmal mit Dinkel, Vollkornmehl und mit Kichererbsenmehl. Das habe ich letzte Mal, als ich die gemacht habe, auch benutzt, nur dann halt noch Eier, diesmal ohne. Ich finde Kichererbsenmehl gibt auch nochmal so Geschmack und so. Also ich fand es gut. Müsst ihr nicht, könnt ihr aber, denke ich. Wir starten jetzt. Ich mache erstmal die Zucchinis. Ich wasche die einmal und werde die als allererstes hier klein raspeln, weil die lassen sehr viel Wasser. Deswegen salze ich die kurz und lasse die dann einmal stehen, damit ich die ausdrücken kann, bevor ich dann die restlichen Zutaten mache. Hier wasche ich mal kurz. Da ich eine Riesenportion machen werde, klar, wir sind 10 Personen, wir wollen alle ein paar Stück essen und ich wirklich keine Lust habe, 2 Stunden am Herd zu stehen und die zu braten und vielleicht auch für euch eben eine Alternative zu zeigen, werde ich einen Teil der Gemüsepuffer dann braten und den anderen Teil dann im Ofen machen. Einmal in einer flachen Schale, wo ihr das Ganze dann wie so Kuchenstückchen schneiden könnt und einmal in einer Muffinform, wo ihr dann so mehrere kleine Gemüsemuffins habt. Das ist auch nochmal so eine Alternative, geht dann eben schneller und ist dann dementsprechend auch ein bisschen fettarmer. Also für euch vielleicht als Inspiration, falls ihr dann diese Variante machen möchtet. Werde ich auf jeden Fall so machen, einfach um Zeit zu sparen und nicht 3 Stunden am Herd zu stehen. Genau, jetzt reiben wir erstmal die Zucchinis. Jetzt salze ich die Zucchini etwas, denn so lässt sie dann gleich noch mehr Wasser aus, weil wenn ich es danach alles zusammenmische und würze, wird das Ganze sehr wässrig. Und ich will aus der Zucchini eben das Wasser raus. Und während die Zucchini jetzt kurz durchzieht, mache ich mich jetzt an die Kartoffeln, die Karotten und den Lauch. Alles einmal waschen und dann mache ich das auch alles klein, außer den Lauch, den schneide ich klein und die Petersilie und den Dill auch. Meine Schale war leider zu klein, jetzt musste ich meinen großen Topf nehmen. So, jetzt rühre ich schon mal einmal durch. So. Und würze dabei auch schon mal.
Also ich gehe hier wirklich nach Augenmaß, also nach Gefühl. Man merkt ja, wie feucht das Ganze ist. Ob das schon schön gebunden hat. Also wirklich am besten mit den Händen, mit Gefühl. So, dann kommt noch ein bisschen von dem Vollkornmehl. So, jetzt seht ihr, wenn die Masse so sich schön formen lässt, dann ist die ganz gut. Die lässt auch nach einer Zeit immer mehr Wasser raus, also wird noch mal flüssiger. Also es kann sein, wenn ihr während ihr bratet oder so, dass ihr noch mal ein bisschen Mehl dazugeben müsst. Das ist bei mir jedes Mal so der Fall. Jetzt ist es geschrumpft. Jetzt können wir wieder umfüllen. So, hier haben wir jetzt die fertige Masse. Also wie ihr schon gesehen habt, bei mir ist alles nach Augenmaß. Ihr müsst halt einfach selber gucken, fühlen mit den Händen, wie die Konsistenz ist. Und ja, wie gesagt, ich mache jetzt einen Teil, mache ich mal in diesen Muffinförmchen. Das ist dann sozusagen die bisschen fettfreie Variante. Ihr könnt auch so eine flache Auflaufform nehmen, wie so ein Kuchen, aber nicht zu dick dann machen und dann könnt ihr schneiden. Ich schaue jetzt mal, ob ich nur die Muffinform mache und den Rest in der Pfanne brate oder beides. Ich muss mal schauen, wie viel das ist. Erstmal fette ich so ein bisschen die Muffinförmchen mit veganer Butter ein, damit das nichts dran klebt. Könnte auch theoretisch diese Papierförmchen nehmen. Wäre auch ganz cool, wenn man das so wirklich für irgendwas mal so macht. Dann sieht das bestimmt auch ganz interessant aus. Ich heiz mal den Ofen vor. Ich denke so, ich mache das bei 200 Grad, vielleicht so 20, 30 Minuten. Einfach mal dann schauen, ne, ob das dann schon fest geworden ist. Das ist auch, sage ich euch dann am Ende, wie lange es gedauert hat. Mache ich ganz normal Ober-Unterhitze. Okay, ich mache jetzt doch noch die andere Form auch, weil ich habe immer noch richtig viel Masse. Wie gesagt, sonst stehe ich da 3 Stunden am Herd und muss die braten. So haben wir Zeit gespart. So, ich denke, von der Dicke reicht das. So, jetzt tue ich die beiden Sachen jetzt in den Ofen. Mal schauen, ich denke so für 30 Minuten schauen wir dann einfach, ob es durch ist. Ne, dann mache ich doch das Ganze mit Umluft, weil ich jetzt die 2 Teile rein tue. 200 Grad. So, und das gehen wir jetzt rüber zum Braten. So, und den Rest braten wir in der Pfanne. So, hier haben wir die fertigen Gemüsepuffer. Ich muss sagen, persönlich, klar, die gebratenen, die sind super lecker knusprig. Ich habe schon einen vernascht. Sehr, sehr lecker geworden. Aber auch die in der Muffinform sind richtig, richtig schön geworden und außen auch trotzdem knusprig. Finde auch die Form total schön, also das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, und in der Auflaufform, ja, ist halt optisch nicht so schön, aber auch praktisch, wenn es schnell gehen muss. Ich habe noch dazu einen veganen Dip gemacht, und zwar ist es ein Sojajoghurt mit Knoblauch, frischem Dill, Salz und ein bisschen Pfeffer. Ach, und einen Schuss Zitronensaft, das empfehle ich immer bei den veganen Joghurts, so ein bisschen Zitronensaft reinzugeben. Genau, das ist als Dip. Genau, ich mache jetzt noch schnell noch ein Süppchen dazu und einen Salat, weil davon werden nicht 10 Personen satt. Aber das Rezept ist ja jetzt hier für euch.
Und am besten, wir lassen jetzt noch die Kinder probieren, was die sagen zu der veganen Variante. Ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt geschmacklich keinen Unterschied festgestellt. Ich finde sogar das noch besser, weil ihr habt auch gesehen, die Masse war viel so fester. Ich finde immer mit dem Ei und so war das Ganze so ein bisschen am Ende, wurde es so ein bisschen zu flüssig und dann war es so meistens fast schon wie so ein Crepe. Also die sind richtig knusprig geblieben. Genau, das ist der Unterschied. Die sind richtig knusprig geblieben. Die mit Ei, die sind dann am Ende immer so, obwohl sie im ersten Moment knusprig waren, dann doch aber so weich. Naja, wenn ihr das mal gemacht habt, dann wisst ihr das auf jeden Fall. Vegane Option finde ich persönlich sehr lecker. Werde ich jetzt öfters machen. Und ja, ich weiß nicht, wie viele Kinder hier zu Hause sind. Ein paar sind draußen mit Papa im Garten. Wer alles hier ist, Kinder, der kann gerne kommen zum Probieren. Sagst du Hallo? Hallo. Ach so, und dann vor allem gerade so das in Muffinform ist halt sehr schön, wenn man so eine Art Buffet macht. Die schmecken super lecker, auch eben kalt. Das ist das Gute. Und ja, die sind übrigens meine Böhnchen aus dem Garten. Die muss ich auch noch verarbeiten. So, schaut mal her. Das sind die Gemüsepuffer. Die sind gebraten, die sind in der Muffinform und die sind in der Auflaufform. Welches wollt ihr probieren? Oder wollt ihr... Naja, ich meine, die schmecken schon gleich. Die sind ein bisschen fettiger. Ja, dann probier mal. Willst du ein ganzes oder ein halbes? Ganz. Ganzes? Mhm. Nee. Kannst auch in den Dip dippen. Kannst auch in den Dip dippen, wenn du magst. Mit Dip, ohne Dip. Ich bin mal gespannt auf die Muffin-Variante. Ich will die mal probieren, weil davon habe ich schon genascht. So sieht das drinne aus. Super saftig. So, ich esse mal jetzt nur eine Hälfte. Und? Heute nur Jungs anprobieren? Gut? Na gut? Ich finde es auch gut. Ja. Ehrliche Meinung? Schmeckt gut. Ja? Okay. Willst du auch noch probieren? Hast du Hände gewaschen? Mhm. Nee, kannst du auch probieren. Gemüsepuffer. Hier, kannst du mal die Hälfte hier nehmen. Lecker. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen und ihr macht das Ganze nach. Wenn ihr das Rezept nachmacht, dann verlinkt mich sehr gerne auf Instagram, dann kann ich das sehen. Ansonsten hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat, ihr dem Video einen Daumen hoch da lässt, den Kanal abonniert und die Benachrichtigungsglocke aktiviert, damit wir uns auch beim nächsten Video wiedersehen. Tschüss!